Hola todos! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mattes Mate Mission Uruguay an Welt. Heute wird es persönlich und ein bisschen psychologisch. Wir sprechen über die Ankommzeit, die ersten Monate nach der Auswanderung und ganz besonders über ein Phänomen, das viele vielleicht von euch kennen oder vielleicht sogar fürchten. Das berüchtigte 6-Monatstief. Als Projektmanager und jemand, der sich beruflich viel mit Change Management beschäftigt hat, weiß ich, dass jede große Veränderung bestimmten Mustern folgt. Und die Auswanderung ist zumindest für uns ein wirklich riesiger Change. Das Wichtigste aber zuerst. Dieses Tief ist keine Einbildung und auch kein Zeichen von Schwäche. Es ist ein wissenschaftlich gut dokumentiertes Phänomen. Studien, wie sie zum Beispiel im German Journal of Human Resource Management veröffentlicht wurden, zeigen, dass bis zu 70% aller Auswanderer eine Phase intensiven Heimwehs durchleben. Und das Verrückte ist, es kann jeden treffen, egal wie gut man vorbereitet ist, welchen Bildungsabschluss man hat oder ob man schon mal im Ausland gelebt hat. Es kann also auch uns treffen, Frau Mattes und mich. Das menschliche Gehirn ist evolutionär einfach darauf programmiert, Veränderungen als potenzielle Bedrohung zu bewerten. Selbst positive Veränderungen wie ein Umzug in ein besseres Land können Angstreaktionen auslösen. Die Anpassung an ein neues Land ist für unser Gehirn wirkliche Schwerstarbeit. Es braucht eine ganze Weile, bis sich im Kopf wieder alles sortiert und beruhigt hat. Wissenschaftler teilen diesen Anpassungsprozess in 4 Phasen ein. Ich habe die hier mal eingeblendet. Da hätten wir zuerst die sogenannte Honeymoon-Phase. Das ist so in den ersten 3 Monaten. Da ist noch alles neu, aufregend, exotisch. Die Farben auf dem Wochenmarkt sind intensiver, die Früchte schmecken süßer und die Freundlichkeit der Menschen ist einfach überwältigend. Man ist im Entdeckermodus. Aber gleich danach kommt dann auch schon die Frustrationsphase. Das ist so zwischen 3 und 6 Monate. Das ist dieser Kulturschock. Das ist dieses berühmt-berüchtigte 6-Monatstief. Plötzlich vermisst man den deutschen Senf. Und die Bürokratie fühlt sich wie ein Kampf gegen Windmühlen an. Man fühlt sich vielleicht auch isoliert, weil das soziale Netz fehlt und das Heimweh schlägt mit voller Wucht zu. Die dritte Phase ist dann die Anpassungsphase, so zwischen 3 und 18 Monaten. Langsam lichtet sich der Nebel, man lernt diese ganzen ungeschriebenen Regeln kennen, findet einen passablen Senfersatz und baut erste tiefere Freundschaften auf. Man entwickelt Routinen und fühlt sich einfach sicherer. Die 4. ist dann die Integrationsphase, so ab 18 Monaten. Man fühlt sich angekommen. Man hat eine Balance gefunden zwischen der alten und der neuen Kultur und fühlt sich in Uruguay oder wohin auch immer man ausgewandert ist, zu Hause, ohne seine Wurzeln zu verleugnen. Also so die Theorie. Aber was machen wir denn jetzt mit diesem Wissen? Ich meine, als Projektmanager kann ich ein absehbares Problem ja nicht einfach ignorieren. Also haben Frau Mattes und ich einen Plan entwickelt, um diese schwierige Phase so gut wie möglich zu gestalten. Da hätten wir die erste Strategie. Unser Netzwerk ist unser Sicherheitsnetz. Und da kommt auch ihr schon ins Spiel. Wir bauen nämlich unser Netzwerk schon jetzt auf. Jahre vor der Auswanderung. Durch diesen Kanal haben wir das wirklich unglaubliche Glück, mit so vielen hilfsbereiten Menschen in Kontakt zu sein. Sowohl mit Uruguayos als auch mit Expats, die schon lange dort leben. Wir haben bereits Kontakt zu Leuten aufgenommen, die erst seit ein paar Monaten da sind und solche, die schon seit Jahrzehnten in Uruguay leben. Von ihren Erfahrungen zu lernen, wird uns hoffentlich helfen, leichter durch die Phasen zu kommen und einfach typische Fehler zu vermeiden. Dann die zweite Strategie, das Ankommenhaus. Wir werden nicht sofort unser für immer Zuhause suchen. Der Plan ist, mindestens 6 Monate ein Haus oder eine Wohnung zu mieten. Das nimmt den Druck raus, sofort den richtigen Ort bzw. endgültiges Zuhause für uns zu finden. In dieser Zeit können wir in Ruhe ankommen, die Sprache festigen und vor allen Dingen die verschiedenen Gegenden erkunden, um unseren finalen Place to be zu finden. Irgendwo auf dem Land, in Küstennähe, mit einer guten medizinischen Versorgung im Umkreis von etwa 30 Autominuten. Und das führt uns zu unserem großen Traum.
zu einem direkten Aufruf an euch. Wir haben eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie wir leben wollen. Und das fängt mit einer wichtigen Entscheidung an. Zum jetzigen Zeitpunkt denken wir, dass ein Grundstück langfristig pachten besser ist und es nicht kaufen wollen. Für diese Einschätzung gibt es aktuell viele für uns gewichtig erscheinende Gründe. Wir sind dann bereits so alt, dass sich ein Hauskauf für uns eigentlich nicht mehr wirklich rechnet. Unsere Kinder werden in Deutschland bleiben und wir möchten ihnen nicht die Last aufbürden, eines Tages ein Erbe in Uruguay verwalten bzw. abwickeln zu müssen. Das habe ich mit ihnen besprochen und sie sind auch wirklich sehr froh darüber. Nach diversen Videos und Recherchen ist unser Eindruck, dass fertige, altengerechte Häuser zur ganzjährigen Nutzung wohl auch in Uruguay eher weniger verfügbar sind. Wahrscheinlich würde es auf Selbstbauen oder Bauen lassen hinauslaufen. Oder man geht halt in ein Altersheim. Oder Seniorenresidenz, sagt man ja politischerweise korrekt. Was sagt ihr denn dazu? Schätzen wir das richtig ein? Der vierte Punkt, und das ist wohl der unberechenbarste von allen, das sind die Unsicherheiten, die das Alter nun mal so mit sich bringt. Da ist zum einen die bange Frage, was passiert denn, wenn wir pflegebedürftig werden? Die Deutsche Pflegekasse zahlt nämlich keinen Cent, sobald man nicht mehr in der EU lebt. Ganz egal, wie viele Jahre man vorher hier in Deutschland brav eingezahlt hat. Das könnte bedeuten, dass wir im schlimmsten Fall doch wieder zurück nach Deutschland müssten. Ja, und dann ist da noch etwas, über das man ungern spricht, aber eben leider zur Realität des Lebens dazugehört. Was ist, wenn einer von uns beiden vor dem anderen stirbt? Plötzlich steht man allein da. Man fühlt sich einsam und das Heimweh schlägt wahrscheinlich voll zu. Das Tückische daran ist, all diese Dinge kann man nicht planen oder vorhersehen. Man weiß einfach nicht, wie man reagieren wird, bis es dann letztendlich soweit ist. Ja, so ist das nun mal. In unserer perfekten Welt allerdings finden wir jemanden, der uns ein Grundstück von etwa 1,5 bis 4 Hektar sehr günstig und auf Lebenszeit verpachtet. Idealerweise genau in der wunderschönen, ruhigen Region, die wir für uns sowieso gewählt hätten. Darauf würden wir dann unser altengerechtes, U-förmiges Lehmhaus errichten, von dem Frau Mattes schon so lange träumt. Dazu kämen noch 1 bis 2 Work-and-Travel geeignete Hütten oder Häuser. Schließlich ist absehbar, dass man im Alter nicht mehr so kann und die Unterstützung da sehr hilfreich ist. Und wenn es nach Frau Mattes geht, natürlich auch eine Mikrobiogasanlage und vielleicht so ein Gemeinschaftsgebäude. Das Schöne an diesem Konzept ist, es ist eine echte Win-Win-Geschichte. Wir profitieren von der günstigen Pacht, der Verpächter von der enormen Wertsteigerung seines Grundstücks durch unsere Bauten und Infrastruktur. Wenn wir eines Tages dann nicht mehr sind, endet die Pacht und er bekommt ein vollständig entwickeltes Anwesen zurück. Das Ganze erfordert natürlich gegenseitiges Vertrauen und einen wasserdichten Vertrag. Klar. Aber wir haben von einigen Uruguayos schon bestätigt bekommen, dass solche Vereinbarungen durchaus möglich sind, sofern die Chemie zwischen allen Beteiligten stimmt. Also liebe Community, liebe Expats und Uruguayos, haltet schon mal die Ohren offen. Wir können zwar noch nicht genau sagen, wo, aber wer unsere Folgen kennt, weiß, dass wir das Ländliche in Küstennähe suchen. Finden sollte sich das zwischen 2029 und 2030. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der wiederum jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, der oder die für eine solche unkonventionelle oder aber dennoch lukrative Idee zu haben ist. So, jetzt seid ihr dran. Habt ihr dieses 6-Monats-Tief auch erlebt? Was hat euch da geholfen, durchzukommen? Schreibt uns eure Geschichten und Tipps in die Kommentare. Jede Erfahrung hilft uns und hoffentlich auch vielen anderen. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, lasst uns ein Abo da. Aktiviert die Glocke und natürlich freuen wir uns über jeden Daumen nach oben und auch über eure Themenvorschläge. Das war's schon wieder für heute. Hasta la próxima, wenn es wieder heißt Mattes Mate Mission, que les vaya bien und auf Wiedersehen.